Topspiel am Samstagabend. Dortmund gegen Leipzig. Let's go! Was am Anfang kam mit der Herz-OP, denke ich, war das ja, außerhalb vom Fußball das größte letztes Jahr oder auch gefühlt in meinem Leben, ne? Was mit der Gesundheit zu tun hatte und ja, wo ich im Nachgang froh drüber bin natürlich, dass alles perfekt gelaufen ist und dass es ja, heute so ist, wie es ist und ja, war keine einfache Zeit vor allem, aber ab dem Zeitpunkt, wo es aufgetreten ist, bis hin zur OP, bis danach, wenn du nicht mehr wusstest, wie geht's weiter und kommst du überhaupt noch mal an die Leistung ran, wie lange dauert es? Ne? Also war ja auch da gar nicht klar, sondern es kann sein, dass ich jetzt ein halbes Jahr irgendwie immer noch Probleme habe oder nicht 100% geben kann und das wusste man halt alles davor nicht, sondern es war einfach halt auch ein bisschen, ja, dieses, wie geht's mir, jeden Tag schauen und auszuprobieren, wie der Körper sich anfühlt und ja, da bin ich schon froh darüber, dass es relativ schnell gegangen ist. Verlagert den Ball schön auf die rechte Seite. Wolf geht es da in den 16-Meter-Raum. Marius Wolf, Pass in die Mitte, Tor! Tor für Borussia Dortmund! Marius Wolf auf Jude Bellingham und es steht 2:0. Vielleicht hat es auch mit dem Erlebnis ein bisschen was zu tun gehabt, weil es einfach ja, wieder so war, dass ich gesagt habe, ich bin wieder glücklich, einfach Fußball spielen zu können, weil ich ja wie gesagt davor nicht wusste, kann ich das danach noch. Und ja, vielleicht war das auch ein bisschen ausschlaggebend, so einfach das Gefühl im Körper zu haben und einfach, ja, dass es zurück ist. War natürlich was ganz Besonderes oder vielleicht im Fußball auch der besonderste Moment, denke ich mal, für jeden Einzelnen, wenn er das erste Mal für sein Land spielen darf. Und ja, so war es auch für mich. Am Anfang, glaube ich, braucht es ein bisschen, um das zu realisieren. Aber es ist natürlich enorm. Für Selbstvertrauen, auch fürs eigene Gefühl und auch ein Gefühl, was man, glaube ich, nicht beschreiben kann anderen Leuten, sondern was man einfach selber fühlt und in sich trägt und mitträgt. Und ja, für mich was ganz Besonderes auf jeden Fall. Oder wie gesagt, der besonderste Moment, sage ich mal, im Fußball. Wo hängt denn das erste Trikot? Das ist bei meinem Vater zu Hause. Haben die direkt bekommen nach dem Spiel. Waren die auch im Stadion. Ja. Ja, ich glaube, das war der schlimmste Geburtstag in meinem Leben. Ja, jetzt, wenn ich es wieder sehe, oder man kann nicht viel dazu sagen, es ist extrem bitter, ärgerlich, enttäuschend. Es gibt das richtige Wort, glaube ich, nicht dafür, aber ja. Es ist ein Scheißtag gewesen einfach. Ja. Wenn du so kurz davor bist und so eine Chance hast und es ja, dann eben nicht schaffst, denke ich, ist es nicht von heute auf morgen weg. Aber so hart es klingt, ist es auch der Sport, den wir lieben. Ne? Am Ende verliert einer, am Ende gewinnt einer. Das gehört dazu. Auch wenn es sehr hart ist und sehr hart klingt und jeder sich was anderes gewünscht hat und vorgestellt hat. Aber ja, man muss einfach weitermachen. So ist es im Leben, glaube ich. Nicht nur einmal, sondern des Öfteren, dass solche ja, Niederlagen kommen und harte Niederlagen kommen und dass man da eben nicht aufgibt, sondern einfach weitermacht.
Alles dabei, ja. Nee, wie ich schon gesagt habe, jeder, der mich kennt, der weiß, ich will gewinnen, ich will 100% geben, ich will der Mannschaft helfen, egal wo, wie lange. Und daran hat sich in den letzten Jahren nicht einmal was geändert. Das ist immer meine Herangehensweise an meinen Job, sage ich mal. Und manchmal läuft es sehr gut, manchmal hast du auch Phasen, da klappt eben nicht alles, läuft es nicht so gut. Aber ja, man weiß, was man kann. Natürlich willst du als Fußballer spielen, so lang wie möglich, so viel wie möglich, das ist klar. Aber ich meine, wir haben eine super Mannschaft, wir haben viele gute Spieler, wir haben so viele Spiele, da kommt das alles vor. Und dann, ja, vor allem wenn die Mannschaft auch gewinnt, in der man vielleicht nicht gespielt hat, gibt es eben auch dann Argumente für den Trainer, die Mannschaft nicht zu wechseln. Und das ist völlig normal. Ich meine, ich spiele nicht nach einem Jahr Fußball. Man weiß mittlerweile, was einem gut tut. Ich selber persönlich habe auch ein bisschen mich verändert, habe auch mir Hilfe hinzugezogen, einfach für meinen Alltag, den besser zu strukturieren, um gewisse Sachen wegzulassen oder neu dazu zu machen, verschiedene Sachen zu optimieren, ob es Ernährung und, also alle Bereiche quasi abdeckt. Und ja, das probiere ich gerade für mich aus. Ist natürlich auch so, dass man nicht zu jedem sagen kann, was passt. Man muss viel ausprobieren, tut es einem gut, tut es einem nicht so gut. Und nach der Erfahrung, sage ich mal, weißt du dann auch, was dir persönlich am meisten bringt. War auch das Spiel, wo, glaube ich, damit am meisten im Kopf hängen geblieben ist. Von den 2 Halbzeiten, wo wir eine Top-erste Halbzeit gespielt haben, auch verdient in die Halbzeit gegangen sind mit der Führung. Und dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war noch am Anfang die Chance von Marco, wo, glaube ich, hätte zum 3-0 klappen können. Natürlich, wenn das passiert, dann wäre das Spiel eigentlich auch zu gewesen. Aber so haben wir die Leipziger, glaube ich, zu viel spielen lassen. Dann, sind noch mal rangekommen im Anschluss, haben es dann gut wegverteidigt am Ende, aber trotzdem, ja, wie gesagt, die erste Halbzeit war deutlich besser als die zweite und da hätten wir einfach konsequenter weiterspielen müssen. Haben sowohl als auch schon Spiele gegen Leipzig gehabt, mit einem guten Ende und einem nicht so guten Ende oder nicht so guten Spiel auch. Wir haben ein Heimspiel, wir wollen das gewinnen. Wir wissen aber auch, was Leipzig für Stärken hat. Dass sie eine gute Mannschaft sind, guten Fußball spielen und das kein einfaches Spiel wird auf jeden Fall, haben wir gerade gesehen. Aber wir, ganz klar natürlich zu Hause auf Sieg spielen wollen und das Spiel gewinnen wollen. Nico Schlotterbeck, mit dem kannst du auch ganz gut. Ach Gott, was kommt jetzt wieder? Was kommt jetzt wieder? Erstmal Marius, grüß dich. Da du ja sehr von mir geprägt bist als Vorbild, erzähl uns doch mal, wieso du den Spieletisch zu Hause hast und erzähl uns mal, gegen wen du da immer so verlierst und was es dann so ein bisschen als Bestrafung gibt. Grüße und bis dann. Ein Vorbild, das können wir schon mal weglassen. Andersrum würde ich es eher sagen. Ne? Wir haben so einen Spieletisch, beziehungsweise Schlotti hatte den mitgebracht da aus Freiburg. Es war ein digitaler, weißt du, wo ganz viele Spiele drauf sind, wo wir öfters mal dran sitzen. Und dadurch, er den ja auch schon ein paar Jahre länger hat, ist er natürlich in einigen Spielen auch besser, muss ich sagen. Und oft spielen wir halt um Ohrenschnipper, ne? Dass der Verlierer 1-2 Ohrenschnipper abbekommt. Aber ich muss sagen, wir spielen nicht nur zu zweit, sondern mehrere Personen. Deswegen so oft verliere ich dann auch nicht. Das passt dann schon. Und wer ist das so? Wer spielt da noch so alles mit? Oh, einfach Freunde. Einfach Freunde von uns beiden. Ab und zu Mannschaftskollegen. So. Das ist ein großer Tisch, können mehrere mitspielen. Ey, das kannst du nicht machen. Ey, das ist
jetzt. Wie heißt du? Wer hat vor kurzem den Ballon d'Or gewonnen? Marius, Wer ist dein Sitznachbar in der Kabine? Lionel Messi, Wie heißt Borussia Dortmunds Kapitän? Mats Hummels, Welche Rückennummer hast du? Emre Can, Was ist 50 plus 50? 17, Wie viele Saisontore hast du letztes Jahr erzielt? 100. Wie alt bist du? Ich muss überlegen. Keine Ahnung, 1, Dein liebstes Hobby neben dem Fußball? 28, Dein Lieblingsessen? Basketball, Was magst du so gar nicht zu essen? Schnitzel, Schokolade oder Weingummi? Blumenkohl, Meine Pizza sollte immer belegt sein mit? Schokolade, Wer ist aktueller U17-Weltmeister? Salami, Dein Lieblingsreiseziel? Deutschland, In welcher Stadt wurdest du geboren? Kitzbühel, In welcher Stadt würdest du gerne mal in der Champions League spielen? Kronach, In welcher Stadt sind wir gerade? Madrid, Wer gewinnt in dieser Saison die Champions League? Dortmund, Wer trägt beim BVB die Rückennummer 19? Dortmund, Dein fußballerisches Vorbild ist? Julian Brandt. Mit wem, Ey, das kannst du nicht machen. mit wem hast du zuletzt gezockt? Cristiano Ronaldo, Wer ist dein Lieblingsinterpret? gar keinen. Mit wem würdest du gerne mal beim BVB zusammenspielen? Lil Baby. Dankeschön. Ey, das mit Julian Brandt, das geht nicht, das kann sich auch aussagen. Und das sind eure schwarz-gelben Termine fürs Wochenende.